Moin Moin aus dem Wunderland. Wie ihr vielleicht wisst, arbeiten wir seit über 4 Jahren an unserem neuen Rio de Janeiro Abschnitt. Und etwa eine Woche bevor wir diesen eröffnen, arbeiten wir mit Hochdruck daran, ein Beauty-Shot-Video zu erstellen. Dabei nutzen wir unterschiedlichste Kamerasysteme, um an der Anlagenkante oder über die Anlage hinüber zu fliegen. Und wie das Ganze natürlich abläuft, das könnt ihr jetzt einmal sehen. Wir befinden uns hier auf der Brücke und natürlich müssen wir auch hier für die Eröffnung Beauty-Shots machen. Wie einige von euch vielleicht sogar schon gesehen haben, wir haben seit einigen Monaten eine neue Kamera, die kann 6K RAW. Das in Verbindung mit den Objektiven, die wir uns dazu gekauft haben, bietet einfach ein super cinematisches Bild und lässt uns die Anlage in noch schöneren Farben abbilden. Auf der Brücke müssen wir jetzt 25 Meter irgendwie abfahren und da haben wir uns einen Slider für geliehen mit einer Schnorcheloptik. Das bietet uns einerseits die Möglichkeit, mit diesem Remote-Controlled Kamerakopf sozusagen wirklich alle Kamerabewegungen vom Handy aus zu steuern und sodass wir gar keine Hände mehr an der Kamera haben müssen, sodass die Fahrten wirklich richtig ruhig und smooth sind. Und mit dem Objektiv kommen wir richtig nah ran. Das ist ein Makroobjektiv, was ein Weitwinkel ist. Das heißt, man hat halt nicht diesen Eindruck, man hat da jetzt sehr weit rangezoomt und ist sehr nah rangegangen und hat halt wirklich nur so einen Fokusbereich von 2 mm, sondern man fühlt sich im Endeffekt in der Miniaturwelt wie im echten Leben. Und das bietet einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, die wir so auch noch nie im Wunderland gesehen haben. Aber das könnt ihr euch gleich mal selber angucken. Das Objektiv ermöglicht uns sehr nah ranzukommen. Das seht ihr ja gerade mit dem Zug. Ne? Man ist sehr weit an dem Zug dran und es sieht im Bild aber nicht so aus. Man hat im Bild trotzdem noch ein relativ weites Sichtfeld. Und damit können wir eben auch in Zwischenräume und irgendwo durch und einfach dadurch noch tiefer in die Anlage eintauchen. Und das macht ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Ich bin auf der Brücke jetzt fertig und werde jetzt noch ein paar Slider-Aufnahmen von Rio bei Nacht machen. Wir haben die ganzen Züge nur mit der Polecam bisher aufgenommen, deswegen werde ich jetzt noch ein paar Slider-Aufnahmen davon machen. Da habe ich mir hier diese schöne alte Tram ausgesucht, die hier direkt vorne auch an der Anlagenkante ihre Runde dreht, mit diesen schönen Häusern da noch im Hintergrund. Das werde ich einmal jetzt hier abfahren. Ich habe dafür noch ein bisschen Technik aufgestockt. Ich habe mir hier eine Funkschärfe besorgt, denn das Schnorchelobjektiv ist für Nachtaufnahmen nicht lichtstark genug. Deswegen haben wir hier unsere Cine-Optiken. Die nutzen wir auch für unsere ganz normalen Folgen. Die sind lichtstärker, aber das hat halt den Nachteil, dass wir deswegen aktiv die Schärfe ziehen müssen, weil der Fokusbereich dadurch einfach kleiner ist. Jetzt habe ich die Funkschärfe in der einen Hand, die Steuerung für den Slider in der anderen und jetzt muss ich parallel noch die Kamera starten und Felix fährt mit dem Zug. Und ob das gut geht, seht ihr jetzt. Oh no. Nein. No. Warum ist er denn? No. Fuck. Ich verstehe es nicht. Ja, geil. Mit der Polecam lassen sich vor allen Dingen unsere Helikopterflüge simulieren. Das System ist sehr flexibel, in der Miniaturwelt super gut geeignet, weil alles filigran ist und der Remote-Head, der Kamerakopf, der an der Pole hängt, sprich an dieser Carbonröhre vorne dran, lässt sich schwenken in alle Richtungen und wir sind flexibel, mobil und können durch die Anlage tauchen und schöne Bilder generieren in unterschiedlichen Perspektiven. Im Gegensatz zum Kamerakran dauert der Aufbau bei einer Polecam 45 Minuten und später können wir noch ein Element, also eine Carbonröhre, entfernen oder hinzufügen, also den Arm verlängern oder verkürzen und müssen das Ganze nicht
immer wieder ab- und aufbauen. Dadurch lassen sich wesentlich mehr Shots an einem Tag produzieren. Und jetzt kommt mal rüber nach Rio. Wir machen jetzt ein paar Nachtaufnahmen. Viel Spaß dabei. Ähnlich ist es soweit. Ich bin hier gerade am Airport. Wir haben jetzt einen super coolen Schuss vor. Und zwar ein Polcam-Shot, wenn nicht sogar der aufwendigste Shot, den wir hier produziert haben. Das Ganze spielt hier am Airport, wie man sehen kann, ab. Ein A380 von der Lufthansa wird landen. Dann werden wir einen anderen A380 von der Thai verfolgen, der ins Terminal reinfährt. Und ganz am Ende steigt die Polcam hoch und die KLM wird gepusht. Das Ganze soll in einem Zeitraffer passieren und das macht es so aufwendig, weil wir müssen alles timen. Die Polcam muss währenddessen langsam alles in dieser Zeit verfolgen und deshalb werden wir es jetzt erstmal in einem ganz normalen Rhythmus abspielen, testen, ob das klappt und dann werden wir den Zeitraffer, also den Tag-Nacht-Rhythmus in der perfekten Zeit so timen, dass alles funktioniert. Wir starten erst die Thai. Dann die Lufthansa. Wir gucken jetzt, wie das Timing ist. Ich starte jetzt erstmal die Stoppuhr, Start Kamera und Start Lufthansa. So, jetzt, genau, jetzt gehst du mit und gehst ganz, ganz langsam. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Genau. Höher, höher, höher und Stopp. Okay, dann sind wir bei 1,40. Geil, das wird was, Jungs. Wenn wir jetzt nicht den Tag-Nacht-Rhythmus schneller abspielen, wie lange würde es ungefähr dauern? 3 Minuten. Das heißt, wir sind jetzt auf 1,40, sagen wir mal 1,30. Wir haben nämlich ein bisschen später angefangen. Das bedeutet, wir müssen ihn eigentlich nur doppelt so schnell abspielen. So, jetzt läuft der zweite Versuch und es geht los. Kamera läuft. Lufthansa raus. Sieht super aus. Ja, perfekt. Okay, KLM, kannst du raushauen? Ganz ruhig, langsam rausfahren. Weiter, weiter, langsam hoch, höher kommen und Stopp. Und jetzt einfach warten, anhalten, einfach draufbleiben. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal auf dem Bildschirm an, ob es wirklich geklappt hat. Ich habe ein gutes Gefühl. Mal schauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch gerne das Video vom 1.12. an. Da haben wir euch nochmal die schönsten Beauty-Shots der gesamten Zeit von Rio de Janeiro und von der Welt von oben reingepackt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsshot war oder welches Kamerasystem ihr vielleicht am allerbesten fandet. Das war's von uns. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal.